Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ja Leute, wir kümmern uns heute um eine Gitarre und um ein Video, auf das ich echt Bock habe, weil da wurde ich von euch drauf aufmerksam gemacht. Es geht nämlich um diesen Kommentar hier. Und ich dachte mir so, okay, warum nicht? Das ist eine ziemlich coole Gitarre, also zumindest von den Daten her, nämlich ein Orchestermodel, ne? Also eine OM mit massiver Decke und laminierten Boden und Zagen für relativ kleines Geld. Nämlich die kostet zurzeit neu 88 Euro. Und dachte mir so, okay. Ich war ja ziemlich begeistert von der Jack & Danny AG1 für einen Fuffi. Und warum sollen wir uns nicht dieses Instrumentchen hier angucken? So, und wie der Zufall es so will, war es so, dass diese Gitarre direkt im Nachbarort angeboten wurde, nämlich für relativ kleines Geld, und ich habe sie im Endeffekt gekauft für 60 Euro. Ist zwar jetzt nicht mega viel Ersparnis und wirklich reich gespart habe ich mich nicht, aber dafür muss ich nicht bis nach Köln gurken, musste mir die nicht zuschicken lassen, habe die eben kurz abgeholt und habe trotzdem noch ein bisschen Geld gespart. Gut, das so, also soweit zur Vorgeschichte. Jetzt kümmern wir uns um das Ding mal im Einzelnen. Wie gesagt, OM-Modell, ne, also das ist die Korpusform. Wir haben eine massive Decke aus Sapele. Wir haben hier außenrum ein Binding. Ja, das wird sein Holzbinding, irgendwas, keine Ahnung, finde ich schön gemacht, sehr, sehr schlicht. Wir haben einen Boden und Zagen aus laminierten Sapele. Hals muss ich mal eben kurz gucken. Hals ist Mahagoni, ja. Griffbrett und Steg sind Composite, und jetzt kommt's, Stegeinlage und Sattel oben, ne? Ist das richtig? Ich glaube beides, ne? Ich glaube beides ist aus Knochen. Sattel und Steg, ja, aus Knochen, ne? Das finde ich für diese Preisklasse echt krass. Also wirklich, da habe ich schon deutlich teurere Gitarren gehabt, die eben nicht Knochen, Steg und Sattel hatten und echt wirklich deutlich teurer waren. Hals-Korpusübergang haben wir bei dieser Gitarre klassischerweise am 14. Bund, und wir haben eine Sattelbreite von 43 mm. Das Halsprofil verkaufen sie als C-Profil. Ne? Ich finde es, ja, es ist ein ziemliches C-Profil. Wir haben hier hinten an der Kopfplatte noch ein Stimmgerät dran, das machen wir mal kurz ab, eine Verstärkung, weil hier ist die Stelle, wo die Gitarren mal ganz gerne brechen. Ne? Und wenn die dann fallen, dann haben die hier so eine Verstärkung, dass das eben noch ein bisschen mehr Material ist, dass die eben nicht so leicht bricht. Die Gitarre wurde 2019 gekauft und eben nicht besonders viel gespielt. Das heißt, wir haben hier hinten auch noch auf den Mechaniken die Folie drauf. Hier vorne haben wir unsere Kopfplatte. Red Hill steht oben drauf, das ist der Firmenname. Und hier oben haben wir noch ein Overlay. Was das für ein Material ist, ob ich das rausfinde, schaue ich nochmal kurz nach. Nee, kein Plan. Finde ich nicht raus, was das hier vorne ist. Auf jeden Fall ist es dunkler. Also es ist deutlich dunkler als das hier hinten. Dann haben wir einen Gurtpin, nämlich einen hier unten. Und wir haben einen hier, das heißt, du kannst das Ding auch mit Gurt bequem im Stehen spielen. Elektronik ist nicht drin. Ne? Wir haben auch hier hinten ein ganz zartes Binding außen drumherum, das geht aber nicht in den Boden rein. Schlicht gemacht, wirklich schlicht gemacht. Raue Decke. Ja, genauso wie Zagen, Boden auch, also da ist nichts glatt oder so. Und ansonsten ist es ein sehr, sehr schlichtes Instrumentchen. Wir haben Inlays an den Münden 3, 5, 7, 9, 12, 15 und 17. Und das sind auch genau die gleichen Stellen, wo wir hier oben drauf Punkte zur Orientierung des Spielers haben. Der Hals hat auch ein Binding. Ja, das können wir so, das ist ganz zart. Von vorne fällt es nicht so sehr auf, aber von der Seite haben wir hier so einen dunkleren Streifen. Und ja, das war es eigentlich so ziemlich an Ausstattung von dieser Gitarre. Was kann ich jetzt zu dieser hier sagen? Also ich würde sagen, wir machen die jetzt erstmal fertig. Weil, wie gesagt, gebraucht gekauft. Die Seiten sind noch von 2019. Die Gitarre wurde neu 2019 gekauft und seitdem sehr wenig gespielt, sagt die Vorbesitzende mir. Glaube ich auch, weil, wenn ich die Seitenlage so sehe, da ist kein Spaß dran. Wir haben am 12. Bund eine Seitenlage. Seitenlage haben wir. Ja, also das sagt mir mein Messgerät. Kann man irgendwo mehr messen? Da. Ja, also ich denke, jetzt hier kann man das so ein bisschen besser sehen. Leute, das ist wirklich krass. Also so eine hohe Seitenlage habe ich wirklich, seitdem ich Gitarren mache, noch nie gehabt. Ja, ich habe schon sehr, sehr viele gebrauchte Gitarren gekauft, auch neue und so, ne? Aber das habe ich wirklich noch nicht gehabt, dass eine Gitarre eine so krass hohe Seitenlage hat. Wir schauen mal, woran es liegt, ne? Und stellen die jetzt mal ein. Also wir gehen jetzt nach oben, machen Seiten mal runter, machen wir die mal ein bisschen sauber, machen Seiten mal frisch drauf, stellen mal den Hals vernünftig ein und dann sehen wir uns hier wieder und dann schauen wir mal,
ob es sich gelohnt hat, dass wir da jetzt nochmal Arbeit reingesteckt haben und vor allem hören wir uns die Gitarre dann an. Weil jetzt hat es absolut gar keinen Sinn, weil du verstimmst die Gitarre schon beim Spielen. Ja? Also die Saite drückst du so stark runter, dass der Ton gar nicht entsteht, den du haben möchtest. Ja, also das muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, wir legen jetzt mal los und gucken mal, ob wir die schön gemacht kriegen. Ja, da sind wir wieder. Also, was kann ich jetzt sagen zu der Gitarre? Also wir haben jetzt erstmal, haben wir die so ein bisschen frisch gemacht. Ne? Wir haben halt mal Griffbrett mal sauber gemacht, die Bünde poliert, neue Saiten drauf gemacht und die Gitarre an sich auch mal sauber gemacht. Wir haben jetzt eine Seitenlage. Das ist mir immer ganz wichtig. Seitenlage steht bei mir eigentlich ziemlich weit vorne. Also die Position der Seite, wo die Gitarre bei meinem Spielstil nicht schnarrt, sollte möglichst gering sein, ja, damit ich einen möglichst hohen Spielkomfort habe, damit die Gitarre für mich leicht zu spielen ist und somit bin ich sicherer beim Spielen und somit macht mir das Spielen auch mehr Spaß. Ja. Ich weiß nicht, ob man das jetzt auf dem Bild so gut erkennen kann, aber es ist bei dem 3 mm Strich auf jeden Fall noch mal ein bisschen Luft drüber. Das heißt, wir haben eine Seitenlage am 12. Bund von etwas mehr als 3 mm. Das ist nicht gut. Ja, das ist mir zu viel, um angenehm, schön, sauber zu spielen. Aber okay, es ist eine günstige Gitarre und man kann mit Sicherheit noch was machen hinten an der Stegeinlage. Aber jetzt mit gegebenen Mitteln, das, was wir jetzt haben, finde ich das zu viel. Und was kann ich jetzt noch so zu dieser Gitarre sagen? Also es fängt halt bei der Bespielbarkeit an. Also die Bespielbarkeit ist bei der Gitarre nicht gut. Von Werk war das richtig schlimm, ganz, 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 ganz schlimm. Und ich verstehe auch nicht, wie Music Store eine Gitarre mit dieser Bespielbarkeit überhaupt in Umlauf bringen kann. Ja, ich gehe nämlich ganz stark davon aus, dass die Gitarre sich an sehr frühe Einsteiger richtet, also die gerade mit dem Gitarrespielen angefangen haben. Und da hat man selbst als erfahrener Spieler, ich will nicht sagen, dass ich gut bin, wirklich nicht, aber ich spiele schon relativ lange schlecht. Und die Gitarre hat es mir nicht leicht gemacht, besser zu spielen oder überhaupt irgendwie gut zu spielen oder das abzurufen, was ich auf einer anderen Gitarre sehr leicht abrufen kann. Jetzt kann man ja sagen, okay, Digga, das ist eine Klampfe für 88 €, was willst du erwarten? Aber da hinten hängt eine für 49 € und die ist richtig gut.
finde es sehr schade, dass die Bespielbarkeit hier bei dieser Gitarre so auf der Strecke bleibt und möchte allerdings jetzt da nicht so mehr drauf rumreiten. Kommen wir jetzt mal zur Verarbeitung. Und das ist auch ein Thema, was ich bei dieser Gitarre, nun ja, also sagen wir mal so, wir haben die Bünde, guck mal, Real Talk, ne? Hier sind scharfe Kanten an den Bünden. Finde ich nicht geil. Ne? Das heißt, wenn du hier rüber greifst, dann merkst du immer, dass es so zieht an der Hand. Nicht cool. Ja? Das geht wirklich, auch bei günstigeren Gitarren, deutlich besser. Dann haben wir bei dieser Gitarre, also ich habe die ja gebraucht gekauft und habe dann auch wieder, habe mit der Vorbesitzerin gesprochen. Und bei dieser Gitarre löst sich das Binding von der Decke. Ja? Das kann man hier sehen, das kann man hier sehen, das kann man... Habe ich das noch gesehen? Hier, also überall an den Kanten löst sich, ja hier ist es nicht, löst sich das Binding von der Decke. Digga, das geht nicht. Also ohne Spaß. Dann habe ich gedacht, okay, rufst du mal beim Music Store an und fragst die, guck mal hier, ich habe die Gitarre, ne? Ich habe eine Rechnung, die ist noch voll in der Garantie und ich würde ganz gerne ein Video darüber drehen. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr nicht Bock habt, dass eine Gitarre in diesem Zustand, wo sich das Binding von der Decke löst, was definitiv fest ist. Also ich kann mir vorstellen, dass die, weiß ich nicht, also es würde mich sehr wundern, wenn das nicht vor der wenn das erst danach gekommen ist, weil es ist alles fest. Ne? Also das Binding außen ist fest und die Decke ist auch fest. Also man kann nichts randrücken. Ja, also keine Ahnung, wie das entstanden ist. Hab den Jungs von Music Stores halt erzählt, dass ich ein Video drehen möchte und das mit Sicherheit nicht irgendwie cool ist. Ne? Und das repräsentiert ja auch nicht irgendwie eine gute Qualität oder irgendwie, wofür eine Firma ja stehen möchte mit einer Eigenmarke. Also wie gesagt, angerufen, mit den Leuten telefoniert und die sagen so, hey Leute, Digga, das ist eine ganz billige Gitarre, das kann schon mal vorkommen. Mit anderen Worten ist die Verarbeitungsqualität bei so einer Gitarre scheiße und die vom Music Store sagen auch noch, ey, ist okay, wir wissen das und wir möchten da nicht mal was gegen tun. Finde ich sehr schade. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, massive Decke. Ja, soll sie haben, aber klanglich, wir hören nochmal.
das ist das, was da klanglich rauskommt. Ich finde, das hört sich irgendwie so ein bisschen an, wie als wenn ein Affe in Öl fast furzt. Also irgendwie finde ich die... Ey, wenn ich euch jetzt wirklich eine Meinung und ein Urteil und ein abschließendes Fazit zu dieser Gitarre geben muss, dann wäre es auf jeden Fall kein gutes. Weil ich finde die klanglich nicht gut. Ich finde die Bespielbarkeit von der finde ich nicht geil. Ich habe wirklich alles versucht, also mit das, was vom Werk aus vorgesehen ist, nämlich Hals einstellen. Ne? Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie vom Werk aus wollen, dass man die Stegeinlage abschleift als Anfänger, sondern der Schlüssel wird wahrscheinlich, ich habe ohne Zubehör bekommen, ne? Ich habe einfach einen Schlüssel genommen, habe die Seitenlage eingestellt und habe Elixierseiten drauf getan, 80-20 Bronze. Ja, also es sind wirklich ziemlich gute Seiten drauf, gerade im Verhältnis zum Neupreis der Gitarre. Und das ist das, was rauskommt. Alles in allem eine Gitarre, die mir nicht besonders gut gefällt. Optisch okay, ja, wenn man das mag, so irgendwie das Mahagoni, die Mahagoni-Holzfarbe und keinen besonderen Schnickschnack dran, okay, wir haben so ein bisschen Abalone-Rosette, ich denke mal, das wird ein Aufkleber sein, dann ist es voll okay, das ist ja wirklich maximal Geschmackssache dann, aber technisch und klanglich und Bespielbarkeit, bei mir leider durchgefallen, also das tut mir leid, aber ist leider so. Da gibt es wirklich deutlich bessere Gitarren für weniger Geld. Ja, zum Beispiel Jack & Denny AG1, das gleiches Musikhaus. Ne? Die kostet auch ein paar Euro weniger. Habe ich ein Review zu gedreht. Packe ich euch mal in die Videobeschreibung den Link dazu. Wirklich mega coole Gitarre für einen kleinen Taler. Würde ich eher nehmen als dieses Ding. Voll Sapele und mit massiver Decke. Gut, dann sind wir durch. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video hier trotz des negativen Urteils gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten dabei seid. Haut da rein, abgehen, ciao.